Ja, moin moin, meine Diggers und Diggerinos. Und weiter geht's hier. Ich, hab hier den Wellenempfänger. This receiver just picked something up. What? What thingy? What now? Found a device that picks up frequencies. It's how I found the reports last night, and it's going off now. It just picked up a frequency? Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. Alright, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. Alkohol. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk. Oh, Mann. Hey, D, I don't want to harsh your vibe, but maybe, just maybe, that's a bad idea. Henry. What? You're harshing my vibe. My thinking is I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ay. Allerdings. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Ja. Das würde ich auch tun. Und ich glaube, ich nehme den Erik wieder mit. Ich glaube, das mache ich. Gut, auf geht's. Oh. Achso, ja, mein Punkt ist aus. Ha! So. Jetzt muss ich erstmal diesem Signal folgen. Ich werde wahnsinnig, ey. Oder man will mich weglocken. Das kannst du auch haben. So. Muss irgendwie nach Westen. Nach Westen. Die haben doch irgendwas gelegt. 100 Pro. Ach so, Lücke im Gebüsch. Was zur Hölle? The fuck? Was war das denn? Der Schlüssel für die Höhle. D, I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, and basics, but it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine, but there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked, and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink, too. I'm not in the tower. I am looking at a man standing in your lookout. And it's not you. It is not me. Oh my god, go. I'm going. Fuck. Was hat der denn jetzt vor? Schon wieder verwüsten, das hatten wir doch erst. Was zur Hölle? Also, jetzt mal rein zeittechnisch. Ich bin definitiv vor ihm. Also jetzt, er müsste noch oben sein. Was zur Hölle? Hier jetzt eine rübergebraten? Ja, nee, ist klar. I don't see anyone up here. He was just there.
Nee, ich nehme den. Was zur Hölle? Fuck. It's a tape of us talking down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my God, what the fuck is happening, Henry? Die Synchronsprecher sind verdammt krass. Richtig gut gemacht an der Stelle. Ich kann kaum noch reden, weil ich total gefesselt bin. No, it's not because I'm hungover. Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. Tja. We have to stick together, okay? Keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. Ja. Das denke ich aber auch. Alles klar, jetzt nimmt das richtig an Fahrt auf. Außerdem wird das Feuer immer stärker, habe ich das Gefühl, beziehungsweise die Asche. Das ist ja Hammer. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, also wir wurden auf jeden Fall, haben wir festgestellt, wir werden abgehört. Wir werden wahrscheinlich auch beobachtet. Vergiftet Gott sei Dank nicht. Das könnte dieser Vermisste sein, über den ich immer wieder stolpere. Gucken wir mal. Nichts Neues. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist der durchgedreht oder sie hängt doch mit drin. Ey, das ist verdammt schwierig. Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, also ich bin ja echt am Knobeln. Also wir sind auf jeden Fall die Testsubjekte, definitiv. Beziehungsweise die Observierten. In dem Fall. Boah, ist das schwer. Ich habe echt keine Ahnung. Nur was sie angeht, bin ich jetzt langsam auch ein bisschen stutzig. Die machten sich auf jeden Fall Notizen über unsere Person. Also das heißt, wie unser Charakter ist und... You didn't actually make that call, right? To the other lookout? It just stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kind of just wish I hadn't. Immer. Of course I didn't. No way. They're trying to pit us against each other. Yeah, you're right. That's not gonna happen, though. Thanks, Henry. Ja, wie sieht's denn von ihr aus? Von ihr aus? So, ich bin jetzt da. Oh Mann. Ja. Stech ihn ins Schloss. Geht's noch lauter? Ich hätte es sicher sagen sollen, oder? What the hell? Ja. What the hell? Komm ich da wieder raus? Oh nein, nein. Someone locked me in the cave. Is this thing working? Delilah, send someone to the cave, please. Getting damn reception. Jesus, this is a big cave. Oh nein, echt. Oh.
WTF. Richtige Psychospielchen hier. Hä? Nee, nichts, okay. Oh. It's freezing in here. Es ist vor allen Dingen sehr laut. Weil hier jeder Scheiß halt. Oh, 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 oh. Das ist ja der Wahnsinn hier. Diese Blöcke erinnern mich übrigens an Minecraft. Mal kurz hier. Ich kann das immer noch nicht benutzen. Alter, ist das laut. Ich sollte auf jeden Fall... Ich hänge fest. Na toll. Jetzt. Man muss sich nur zur Hilfe wissen. Oh, ich habe schon gedacht, das Spiel buggt jetzt rum. Ah, es scheint Richtung draußen zu sein, aber wo bin ich jetzt? Geht das Ding wieder? Heilige. Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. WTF. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. Bunch of rocks stacked up. He made a wall and a perimeter. God. Ah, Drachen. Ja. That's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. Ja, warten wir doch mal, Was haben wir denn hier? He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Ach was. Guck an. Ja, untersuchen bringt mir jetzt auch nicht viel, ne? Ne. Okay, Huh. Brian stole his dad's climbing gear. His anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, it sounds like Ned was pushing him, and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dumped water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Tja. There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. Gosh, Brian had everything he loved out there. Ach, ein Ranger. Mein Name ist Brian Goodwin.
In der Nähe dieser Nachricht sollten Sie auch ein paar Bohrhaken gefunden haben. Würden Sie mir einen Gefallen tun und sie mir per Post schicken? Meine Anschrift lautet 55 Foxtrot Lane, North Platte, Nebraska, so und so. Wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Anschrift mitteilen, erhalten Sie eine Belohnung. Sie fragen sich vielleicht, warum ich Sie hier gelassen habe. Sie gehören meinem Vater und ich will nicht, dass er Sie verliert. Aber ich will auf diesem Ausflug auch nicht mehr klettern. Deshalb habe ich so getan, als ob ich Sie verloren hätte. Wenn Sie sie mir schicken, ist alles wieder gut. Vielen Dank für Ihre Mühen. Beste Grüße. Und so weiter. PS, die Belohnung ist gut. Das ist ja irgendwie schon ein bisschen niedlich, ne? Auf jeden Fall könnte ich die Dinger gebrauchen. Ah, cool. Ah. Beziehungsweise, was haben wir hier? Lesen. Planen. Aha. Okay. Schaltplan, alles klar. Postkarte. Die lese ich erstmal. Lieber Mr. Sackler, ich bin mit meinem Dad in Wälder Wyoming. Es ist wirklich schön hier. Dad war in der Gegend namens Sinks Canyon angeln. In Wyoming sieht es fast überall so aus wie zu Hause. In Nebraska. Aber wenn man weiter wandert, gibt es Berge und Wälder. Tut mir leid, dass ich diesen Sommer nicht ihren Rasen mähen kann. Ich hoffe, Sie haben einen passenden Ersatz für mich gefunden. Könnten Sie zurückschreiben und meinem Dad sagen, wenn die Schule wieder anfängt? Ich glaube nämlich, er weiß es nicht. Ihr Freund und Nachbar Brian Goodwin. Das ist ja cool. Das melde ich. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, with it dad. Nehme ich alles mit? Dinosaurier. Ja, gut. Gut. Nehmen wir einen Banner. Kann ich das... Noch mehr. Ist irgendwas auf der Rückseite? Ne, ich kann es nur angucken. Okay. Sitzkissen nehmen. Da muss aber was drunter sein. Nein, ist es nicht. Okay, 5 Grad nördlich. Okay. Ah ja. He'd hide out here to read comics. The black band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. Ja. Das ist fucking dark. Was steht denn hier? Cool, Jake, Soy. Da ist irgendwas eingeritzt. Okay, kann ich nicht genau lesen. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah. He must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. What, you're saying I'm one of those knuckleheads, is that it? I wasn't, but, now that I think about it... Because I know lots of stuff. Oh, please, drown me in your surplus of knowledge. I've been waiting all these years for a man as wise as you to take this job. Well, that wait's over, sweetheart. Lol. Call me sweetheart again, and you'll use that big sexy brain of yours to fill out your unemployment paperwork. Sorry, boss. Oh nein. So, Rohfassung, Schülerwettbewerb. Worum ging's denn da? Sprechende Meteore. Nutzung reicher UKW-Fernsignal. Okay, also, Felsbrocken können Ultrakurzwellen reflektieren und damit die Effizienz von Funkgeräten verbessern. Das ist fast eine wissenschaftliche Tatsache. Dank Meteorscatter-Verfahren. Und es funktioniert. Bei dem Verfahren werden die ionischen Schweife von Meteoriten in unserer Atmosphäre zur Ausbreitung von Funksignalen genutzt. Beim Eintritt in die Atmosphäre erzeugen Meteoriten eine dichte Spur aus ionisierten Partikeln, die kurzzeitig eine UKW-Funkverbindung über eine Entfernung von bis zu 2500 Kilometer möglich ist. Das ist eine ziemlich tolle Sache. Vater testen. Cool. Auf einen Aber ich vermute, dass das nicht funktionieren wird und wir auf einen Meteoritenschauer warten müssen. Das ist geil, ja. Das ist cool. Okay. Schulordner. Ja, weg. Nee, Moment mal, erstmal guck ich selbst rein. Okay, bisschen heftig. Was er da malt.
um ehrlich zu I sein. found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. Aha. Okay. Hier nehme ich mit, aber das ist sehr beängstigend. Oh. Nice. Cooles Geräusch auf jeden Fall. Ziemlich beängstigend, was er da raufgemalt hat. Vielleicht ist er wirklich ein kleiner Psycho. Wer weiß. Wer weiß. So. There's gotta be something. Why else try to kill me? I don't know, really. I mean, we gotta find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just... Bashed your head in with a rock or chopped you up with a Are you serious with this shit right now? hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yeah, me too. And not going to jail would be a nice kicker. Ja. Definitiv. So, und an dieser Stelle, meine Freunde, mache ich einen kleinen Cut. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es heißt Overwatch. Haut rein, euer Odix.